Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen. Wir nehmen heute mal die liegende 8 für eine Botschaft für das Kollektiv. Was kriegen wir hier gesagt? Es geht um die Sicherheit und um die Begeisterung. Guckt mal, wie kraftvoll die Karten sind, ne? Ja, das Gefühl der Verbundenheit, der Ausbalanciertheit, des Schutzes. Wo fühlt man sich vielleicht so, dass man durch irgendein Loch fällt? Und hier kommt der strömende Fluss des Lebens auf einen zu, die Möglichkeiten, die offen stehen. Und ich denke, das ist so ein bisschen ein Gegenspieler, ne? Wo kann ich eine Gelegenheit am Schopfe packen, obwohl ich mir vielleicht nicht so ganz sicher bin, wie ich damit umgehe, oder wenn ich etwas noch nicht gemacht habe oder etwas Neues probiere. Der Möglichkeiten sind hier viele. Und wo überwiegt mein Sicherheitsbedürfnis der Begeisterung entgegen, ne? Es gibt so viele Sachen auf dieser Erde, die man machen kann. Und was traut man sich davon, oder wo sagt man eher, lieber nicht? Im Prinzip ist es ja so, alles entsteht irgendwie dadurch, dass man es probiert. Das wäre sehr langweilig, sage ich mal, wenn wir uns durch nichts mehr begeistern lassen oder durch nichts mehr auch, ja, inspirieren lassen, was neu ist oder was wir noch nicht kennen, was mal so ein Schubs ist in eine Richtung, die uns auch ganz, ja, tolle Ergebnisse bringen kann. Schauen wir ein bisschen weiter. Die Vergebung fällt hier. Möglicherweise hat man auch schon Gelegenheiten ausgelassen, die Begeisterung mitbringen können, weil man gedacht hat, so nee, das probiere ich lieber nicht. Und man hadert jetzt damit. Möglicherweise hat man diese Eigenschaft auch irgendwo geerbt oder antrainiert gekriegt. Sich selbst zu vergeben ist, glaube ich, manchmal schwieriger als allen anderen, bei mir zumindest. Aber ich bin auch schon ein bisschen besser. Ja. Hier haben wir die Fülle. Ja. Es geht darum, dass man vielleicht so ein Thema hat aus Kindertagen, wo man ja doch konditioniert ist, wo man sagt, wow, das würde ich gerne tun, aber es sagt dir dann jemand, das gibt es nicht, das kostet Geld, nachher machst du das nicht weiter. Also wer es nicht probiert, kann es nicht sagen. Möglicherweise gibt es hier auch etwas, das neu entstehen will, einen Neubeginn, der sehr bereichernd wirken könnte, wenn wir uns trauen. Es gibt so viele Möglichkeiten hier, ne? Und es wäre so schade, wenn wir hier nicht mal an etwas greifen, das wir nicht kennen. Kann ich mir aber auch hinter die Ohren schreiben. Ich bin auch so ein Sicherheitsfreak. Manchmal bin ich auch mutig, aber das kommt immer darauf an, was ich investieren muss, ne? Wir haben hier die Freiheit. Das heißt natürlich, befreie mal das Gefängnis um dich herum, das dich vielleicht auch begrenzt, das dich weit an der Begeisterung fürs Leben weghält. Und nimm dir Zeit, die Feste zu feiern, ne? Hier kann es schon sein, dass ein bisschen mehr Spaß ins Leben möchte. Was ich jetzt auch sehr interessant finde, wir haben unter beiden Decks, die ich jetzt benutzt habe, guckt euch das mal an, die Freundschaft und hier auch. Möglicherweise gibt es jemanden, der uns ein bisschen mitreißen kann, der uns für irgendetwas begeistert, der uns zur Seite steht, der ein Projekt, irgendetwas, was uns gefällt, begleitet
mit dem man zusammen dann auch die Erfolge feiern könnte, ne? Hier hat man Unterstützung. Wenn man sich hier unsicher fühlt oder durch dieses Loch fällt, wo man denkt, soll ich nicht, kann man sich hier orientieren. Vielleicht hat jemand es schon mal gewagt, was du vorhast, oder vielleicht sind da Leute mit gleichen Interessen. Also zweimal die Freundschaft, das ist schon sehr aussagekräftig. Wir gucken mal, was die Lennys noch dazu sagen. Kriegen wir ein Thema. Ich glaube, das geht auch so an die Leute, die alles mit sich selber ausmachen, die Entscheidungen fällen im Innern, die immer das gleiche Ergebnis bringen. Da ist zwar Alltagsroutine und Trott und man kennt sich aus, aber es fehlt eben so die Leidenschaft und dieses Erfüllende. Möglicherweise, wir haben hier Zeit zum Feiern und die Freundschaft, darf man auch mal mit jemand zusammen eine Auszeit nehmen. Es gibt etwas zu verändern hier. Etwas kommt auf einen zu, eine Möglichkeit, eine Chance, eine Option. Mit der 17 haben wir hier bei diesen Karten noch eine Zahl dabei, das ist die 8. Und das ist schon wiederum, ne, die Lemnis-Karte. Wir haben hier die liegende 8. Wir haben Überfluss, Ernte. Es ist halt so, was nimmst du dir von dem Überfluss? Was steht dir zu? Was denkst du, was dir zusteht? Wo hast du auch schon verzichtet und an der Fülle vorbeigeschrammt? Das gilt es hier zu verändern. Man steht sich selber im Weg, man blockiert sich. Man hat vielleicht auch dieses Gefühl, wenn sich Hindernisse zeigen oder Blockaden, dass man dann lieber den Weg wieder zurückgeht oder die Pläne des Mutes nochmal überdenkt oder wieder in einen alten Zyklus oder, ja, ich sag mal, in eine alte Verhaltensweise zurückfällt und dann eher wieder dieses Nein kommt, anstatt darauf loszugehen, auf das Fundament zu bauen, das man hat. Also sich nicht selbst im Weg zu stehen, auch wenn es vielleicht ein bisschen umständlicher wird oder man etwas investiert, ist hier wohl das Zentrale. Schon wieder die Freundschaft. Ich halte es für möglich, dass wir in der nächsten Zeit sehr damit konfrontiert werden, etwas mit anderen zu tun, etwas zu teilen, etwas Gemeinsames zu erleben. In den Zeiten, die wir jetzt haben, ist man immer begrenzter und das Gefühl der Freiheit oder dieses Ding, wo man sein kann, wo man will, wie man will, das ist eben nicht mehr da. Und ich glaube, da geht es zurück. Diese Erfüllung, die andere Menschen dir mitgeben können, die dich mal mitreißen, die dich aus dem Alltagstrott bringen. Also das ist schon der Wahnsinn. Freundschaft, Freundschaft. Der Hund steht im Kartenblatt auch für die Freundschaft. Wir schauen mal, was die Vögelchen noch dazu sagen. Schwuppdiwupp. Der Kleiber. Ich komme in dein Leben und bringe dir Sicherheit, die haben wir hier schon liegen, und Schwung. Hier kommt man auch wieder in die Gänge, ne? Also Alltag gegenüber Begeisterung, das sind zwei Themen, die gehören eigentlich zusammen. Wir können nicht immer nur unser Programm runterrattern. Hier sagt der Kleiber, mach es dir gemütlich, denn du bist sicher getragen in dieser Welt. Erkenne deine Einzigartigkeit und lebe sie. Lasse deine Größe zu. Es kann hier natürlich auch sein, dass man sich etwas nicht zutraut oder man denkt, man wird bewertet, wenn man irgendetwas tut. Jedenfalls ist es sehr spannend. Lasst euch mitreißen vom Leben. Genießt die Möglichkeit, die Fülle, die das Leben bietet.
Und sei dir nicht sauer auf, was du bisher alles verzichtet hast, aus Gründen der Unsicherheit. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.